Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. So, da sind wir wieder. Danke fürs Zusehen, Leute. Willkommen zurück. Ja, gestern schönes Finale gespielt. Hatte ja ungefähr gerechnet gehabt, dass wir so uns auf Platz 50, 60 dann im Finale positionieren. Allerdings, ja, ist es ein bisschen sehr, sehr tief geworden. Wir sehen jetzt selber, die Top 11 fährt maximale Punktzahl hier in der Champions-Klasse, wie wir hier sehen. Wenn wir dann nochmal in der Top 20 nachschauen, da bewegen wir uns immer noch auf 371. Also ist schon heftig. Also selbst Junior, Herausforderer, Anwärter oder Champions, die Listen sind sehr, sehr eng. Ich hoffe, Hutch wird eventuell sogar eine neue Serie eröffnen. Das, denke ich mal, wäre die einzige Lösung, um diese ganzen Spieler eventuell dann wirklich auch gut zu positionieren in den Gruppen, ja, weil wir haben nur vier Gruppen, haben wir so gesehen, also vier Ligen, sagen wir mal so. Und wir sind einfach zu viele Leute, wie wir sehen. Und ihr seht ja selber hier, selbst noch die Top 50, ja, 332 Punkte in Champions. Um 330 Punkte fahren zu können in der Champions-Klasse, in einem Grand Prix, braucht man mindestens die Parts auf 6, ja. Und das ist halt genau das Problem. Wer hat denn dann auch bitte schon die Serie 11 und Serie 12 Parts auf 6 oder sogar auf 7? Das kostet sehr, sehr, sehr viel Geld. Und wir haben einfach jede Menge Spieler, die das aktuell auch so haben. Wir sehen ja selber hier Platz 92 hier, der ist die 8 Rennen gefahren, der hat 200 Punkte erzielt. Selbst 200 Punkte zu erzielen braucht man da auch 5er Setup. Ja, so, die letzten Jahre war das ja nicht so. Ich sage ja auch immer, dass das in den letzten Jahren ein bisschen entspannter war. Wir hatten nicht so viele Spieler. Allerdings ist es dieses Jahr halt so und wir müssen so gut wie möglich halt unser Bestes geben, damit wir die besten Platzierungen fahren. Ich höre auf zu quatschen. Wir gucken uns unsere Belohnungen an. Ich habe hier ein paar Kisten, die wir aufmachen müssen. Grand Prix Kiste und natürlich auch die Liga Kiste. Und ich habe gestern Abend dann noch eine Goldkiste reingeschmissen. Schauen wir uns mal alles an. So, hier haben wir schon mal unser Stempel. Dann haben wir unsere 11.235 Reputationspunkte, die auch gut sind. Nehmen wir natürlich mit. Ein bisschen Geld nehmen wir auch mit. Die 16 Gladiator Boosts, die sind super. Und dann fangen wir an mit den blauen Teilen. Wie ihr seht, auf dem Weg auf Max. Fast alle, fehlt nur noch Kevin Magnussen. Den habe ich nämlich noch auf 9. Aber sonst haben wir alles auf 10. Und wir machen langsam, aber sicher, gehen wir hier hoch, damit wir unsere Teile sehr, sehr bald auf Max haben. Ja, Latifi 34 Mal, seht ihr auch noch, knapp noch 800 Teile. Und 26 Mal Pierre Gasly. Ist okay, können wir dann auf 6 machen. Sieht doch schon mal gut aus. Besser wie Latifi oder Yuki Tsunoda oder irgendetwas. So, hier sind wir Zweiter geworden. Wie gesagt, solange wir hier auch die Kisten, Platz 1 ist eine Serie 8 Kiste. Ja, und dann geht es immer weiter runter. 7, 6, 5 und 4. Wir haben uns diese Woche eine Serie 7 Legendäre geholt aus der Liga. Hoffen wir auch, dass da eventuell Mirage kann da drin sein. Ja, ist ja ein Serie 7 Teil. Hoffen wir, dass Mirage da drin ist. Damit wir auch dieses Part, also dieses Teil, dann auch dann auf 7 machen können. Jede Menge blaue Teile, was uns natürlich auch sehr gut gefällt. Ja, das brauchen wir. Lance Stroll 10 Mal. Tracer, sehr, sehr gut. Davon brauchen wir auch noch ein paar. 175 Parts noch. Dann ist auf Max und das letzte Teil ist ein Kevin Magnussen. Auch gut, ist okay. Damit tun wir uns nochmal unsere Teile ein bisschen hier voll machen. Ach, da können wir auch noch einmal drehen. Ja, da kriegen wir noch eine Goldkiste. Also heute sind wir vom Glück getauft. Das ist schon mal gut. Kisten hier für unseren Montag. Nochmal Pierre Gasly. Nochmal Phoenix. Ist auch gut. Die blauen Teile bin ich immer sehr, sehr zufrieden.
Sebastian Vettel 5-mal, auch gut, ist auch kurz vor 6. Und Prestige, was auch kurz vor 7 ist, also auch kurz vor Upgrade. Auch ganz gut, ist okay, die Kiste. Nicht gerade die beste. Dann machen wir noch die goldene Kiste hier auf. Ja, ich hoffe, dass ihr eine bessere Platzierung habt wie ich und dass ihr auch bessere Teile drin habt, wenn ihr ins Finale gekommen seid. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr von der Idee hält, eventuell noch eine Serie aufzumachen. Serie 13 und Serie 14 zum Beispiel. Und in einem Grand Prix zum Beispiel noch nach Champions zum Beispiel Legende. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir da noch eine Liga dazu kriegen würden. Das wäre natürlich super. So, schmeißen direkt noch eine Goldkiste rein, damit wir die später auch nochmal aufmachen können. Wir kriegen heute vom Pitpass die Boosts für die Leute, die sich das nicht aufgeschaltet haben, gibt es 9. Und diejenigen, die dann halt den Premium Pass haben, gibt es nochmal 45 Herold dazu. Auch ganz okay. Das sind Boosts, die wir dann auch so verwenden können im Endeffekt, wenn wir in unseren Serien fahren. Ja, warum denn nicht? Wenn man die Booster kriegt, wie ich auch schon in den anderen Videos gesagt habe, Leute, 5 Euro im Monat lohnt sich auf jeden Fall. Man kriegt reichlich Gegenstände hier, ja, vom Pitpass und es lohnt sich, weil wenn man das so alles zusammenrechnet, dann sind das ungefähr so Sachen im Wert von 70, 80 Euro, wenn sogar nicht noch mehr. Von daher kann ich jedem empfehlen, wirklich 5 Euro in dieses Spiel reinzustecken jeden Monat. Das lohnt sich auf jeden Fall. Für die 5 Euro gibt es einfach jede Menge Sachen. So, wir können hier Pierre Gasly für 142 Millionen, können wir den auf 6 machen. Ist natürlich sehr, sehr gut. Pierre Gasly auch ein sehr, sehr guter Fahrer dieses Jahr in dem Spiel. Und wir sehen ja selber, er überholt hier in allem hier Carlos Sainz. Wir haben allerdings auch George Russell diesmal bekommen. Und da müssen wir jetzt mal gleich gucken, ob ich dann immer noch mit Max Verstappen fahre, der natürlich den höchsten Überholvorgang hat. Carlos Sainz, wir sehen jetzt selber, nach dem Event haben wir da nur noch 57. Selbst George Russell ist besser wie Max Verstappen. Das ist natürlich krass. Wir müssen mal gucken, ob Charles Leclerc auch besser ist wie unser Max Verstappen. Ist er. Ja, sehen wir ja selber. Er gibt 12, 16 und dann nochmal 22. Also das sind 22 Punkte, die wir nochmal drauf kriegen. Und wir verlieren dann 8. Also muss erstmal Max Verstappen geparkt werden für die Woche. Und wir werden mit ihm dann auch fahren. Pierre Gasly sieht schon gut aus. Verteidigungswert natürlich auch sehr hoch. Ja, allerdings bleibe ich dort, denke ich mal, mit Charles Leclerc und George Russell. George Russell natürlich mega super hier, wie wir sehen. Max Verstappen gefällt mir halt von den Werten, also denke ich mal doch, dass wir mit Max Verstappen noch nach wie vor fahren und dann mit George Russell als Zweitfahrer für die Woche. Setup bleibt ungeändert, wie gesagt, wir bleiben ja immer hier mit Spirit oder switchen dann auch auf Mirage. Mirage würde ich mir wünschen, auf 7 zu haben. Dann würde ich, denke ich mal, Mirage auch ein bisschen mehr nutzen als Spirit. Aber wir haben ja auch gesehen, dass wir im Moment einfach auch die Power brauchen in Serie 12. Von daher, denke ich mal, ist das viel, viel besser. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir ein Like. Vergesst den Channel nicht kostenlos zu abonnieren, Leute. Und schaut euch meine Videos an hier auf dem Kanal. Gewinnstrategien von Serie 1 bis Serie 10. Alles hier auf dem Kanal natürlich zu finden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und wenn ihr irgendetwas habt, was ich vielleicht übersehen habe, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!